Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Italien-Radreise und befinde mich gerade in Sapri in Katanien und fahre jetzt weiter Richtung Agropoli. Und wenn du wissen willst, was ich heute alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 17. April 2023. Bis eben hat noch die Sonne geschienen. Jetzt kommen die Wolken hinter mir über die Berge und es ist ziemlich kalt. Das war die Unterkunft, in der ich gewohnt habe, oben im linken Balkon. Wie gesagt, es geht jetzt Richtung Agropoli. Hier ist jetzt gerade mal ein Radweg, aber ich glaube, der geht nicht sehr lang. Eigentlich würde ich gerne an der Küste lang fahren, aber es gibt wieder einen Erdrutsch und auf der Strecke. Also fahre ich jetzt einmal quer durchs Land. Das wird ziemlich interessant, weil es, glaube ich, sehr bergig ist. Gleich kommt die erste Galerie des Tages. Es ist so kalt. Ich musste mir jetzt gerade die wärmeren Handschuhe anziehen. Also gestern war es in Münster in Deutschland wärmer als hier unten in Kalabrien. Beziehungsweise jetzt bin ich ja in Katanien. Ich habe gestern mit dem Zug Kalabrien verlassen. Durch diese Erdrutsche kann ich jetzt die interessantesten Pistenabschnitte gar nicht fahren, leider. Das ist ein bisschen schade. Ja, da hinten würde es jetzt an den Bergen normalerweise entlang gehen, unten. Aber das ist nicht möglich. Aber das Hinterland kann ja auch mal ganz spannend sein. Und es wäre auch ein ziemlich hoher Pass dabei, den ich mir jetzt sparen kann. Aber durchs Hinterland wird auch nicht einfach. Ja, ich habe jetzt mal an so einem Parkplatz angehalten. Sieht schon toll aus. Heute kommen die Wolken nicht vom Meer, wie gesagt, sondern von hinten über die Berge. Das Tief ist ein bisschen weiter gewandert und dreht sich jetzt in diese Richtung. Die Berge rücken näher. Ich hoffe, ich kann da irgendwo durchs Tal fahren und muss nicht da oben drüber über die Spitze. Nach dem Regen der letzten Tage ist hier alles wunderbar grün. Die Bäume bekommen langsam ihre Blätter. Und es geht weiter in die Berge. Attenzione! Galleria non illuminata. Jetzt wird es wieder zweispurig für die Bergfahrer, das heißt, es geht wieder steiler bergan. Ich bin inzwischen schon ein ganzes Stück hochgefahren. Da über den Bergen, da kommen die bösen Wolken. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es anfängt zu regnen. Ja, und das ist die Strecke. Ich weiß nicht, wie weit es noch hoch geht. Ich habe meine Jacke ausgezogen, aber wenn es wieder runter geht, muss ich sie wieder anziehen. Ja, das geht hier rechts ganz schön runter. Hier, die Brüstung ist nicht sehr hoch. Ich fahre lieber mit ein bisschen Abstand dazu. Wieder so eine unheimliche Brücke. Aber so hat man wenigstens mal Aussicht. Ich frage mich immer, wie man auf die Idee kommt, da oben auf die Berge ein Haus zu bauen. Wovon haben die Leute gelebt, als das Haus gebaut wurde? Das ist der Blick zurück aufs Meer. Und jetzt fallen die ersten Tropfen. Ich weiß nicht, ob das was Ernsthaftes ist. Mein Regencape ist auf jeden Fall bereit. So, es hat sich jetzt eingeregnet. Nicht dolle, aber so viel, dass man auf Dauer nass wird und man auch nicht filmen kann, weil ständig Tropfen auf die Linse klatschen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt die erste Höhe erreicht. Hier verengt sich die Spur und das deutet meist darauf hin, dass man oben ist. Aber das ist erst der erste Berg. Ja, und mir läuft gerade der Schweiß in die Augen. Ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. So, ich habe jetzt die Kamera draußen gelassen, allerdings decke ich die dann bei der Fahrt immer ab und das Mikrofon ist jetzt unter dem Cape, deswegen klingt das vielleicht ein bisschen hallig jetzt. Ich glaube, ich muss mir aber jetzt für die Abfahrt doch die Jacke nochmal wieder anziehen. Steht doch sehr frisch, da vorne kommt eine Parkbucht. Jetzt wollen wir auch hoffen, dass es wirklich runtergeht und ich nicht wieder alles ausziehen muss. So eine tolle Landschaft und man kann sie kaum sehen. Ich kann mich auch nicht darauf konzentrieren.
Jetzt hat mich hier gerade einer in die Bucht gewunken, hat angehalten und mir gesagt, dass mein Ständer noch draußen war. Total nett. Sieht jetzt aus, als würde es hier weiter über abenteuerliche Brücken gehen. Ja, es ist ein bisschen unheimlich immer, gerade wenn ich das Regencape anhab. Ist man so windanfällig und die Brüstungen sind nicht sehr hoch. Anscheinend geht es für mich doch links entlang und nicht über diese Wahnsinnsbrücke rüber. Richtung Salerno muss ich. Ein wunderschönes Flusstal. Wie gesagt, es wird immer grüner, die Bäume bekommen Blätter. Ich musste doch über diese Brücke und da hinten geht es wieder hoch. Und es sieht wirklich atemberaubend aus hier. Es ist auch gar nicht so viel Verkehr. Ja, von da hinten komme ich. Über die 2 Brücken bin ich rübergefahren. Jetzt muss ich alles wieder rauf, was ich da vorne runtergefahren bin. Aber irgendwie ist es trotz Regen fantastisch hier. So, jetzt hört die doppelte Bergfahrerspur auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, das bin ich inzwischen alles hochgefahren. Ja, es fällt mir im Moment schwer, positiv zu bleiben hier. Aber es nutzt ja alles nichts. Muss ich jetzt mal durch. Eine Höhe ist erklommen. Es geht runter. Und dann nachher über diese Brücken da. Und dann über den nächsten Kamm, der in den Wolken liegt. Es bleibt spannend. So, nun ist es vorbei mit der schönen Straße. Die Carabinieri kamen mit Blaulicht und haben mich rausgewunken. Anscheinend darf man auf der Straße nicht fahren. Sie meinten, es wäre zu gefährlich. Jetzt muss ich auf der alten Straße fahren, die ich für viel gefährlicher halte. Auf der Schnellstraße konnte ich so schön auf den Seitenstreifen fahren. Naja, und jetzt geht es hier munter bergauf und runter und schön steil. Die andere Straße hatte ja eine moderate Steigung. Naja, es lässt sich jetzt nicht ändern. Mal sehen, wie weit ich heute überhaupt noch komme. Es tröpfelt weiter. Alles liegt in den Wolken. Sie haben mich zum Glück noch zu einer Bar gebracht, die mir noch gerade einen Kaffee gemacht hat. Und dann, als ich den ausgetrunken habe, haben sie geschlossen. Ja, weiter geht's. Ja, dafür sehe ich jetzt Dinge, die ich sonst nicht gesehen hätte. Ja, zum Glück waren die Herren Carabinieri sehr freundlich. Verständnisvoll. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass ich kein Schild gesehen hätte. Es gibt doch keins. Man muss einfach wissen, dass man auf diesen Schnellstraßen nicht fahren darf. Aber sie war auch nicht als Schnellstraße zu erkennen. Ja, jetzt haben sie mich in die Berge geschickt. Puh. So, ich muss jetzt nach Vallo della Lucania. Und da gibt es auch Carabinieri. Valle hört sich gut an, das klingt irgendwie nach Tal, aber dahin geht es noch über einen Berg. Die haben auch meine Personalien aufgeschrieben, haben mir aber kein Ticket gegeben, aber ich denke, beim nächsten Mal ist eins fällig. Das müsste Cuccaro Vetere sein, das liegt ungefähr auf der Höhe von dem Punkt, wo die mich rausgefischt haben. Ja, das Interessante ist, dass 2 oder 3 Autos der Carabinieri an mir vorbeigefahren sind, ohne was zu sagen. Wahrscheinlich haben die gewartet, bis es einen Punkt gab, wo sie mich rausfischen konnten, um mich auf die alte Straße zu schicken. Ja, ist auf jeden Fall wunderschön hier. Und im Moment regnet es auch nicht, wenigstens nicht heftig. Ja, kaum habe ich es ausgesprochen, fängt es auch schon wieder an. Ich glaube, man sieht es auch auf der Linse. Ja. Oh je, da muss ich jetzt runter. Das macht mir Angst. Ja, jetzt regnet es richtig heftig. Bin ich jetzt eine halbe Stunde den Berg runtergefahren. Durch diesen Regen, bin komplett durchnässt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergehen soll. Das müsste jetzt Vallo della Lucania sein. Ja, jetzt hat ein bisschen aufgehört zu regnen und ich hatte gerade noch ein
Sehr schönes Erlebnis, davon muss ich aber später erzählen. So, ich bin endlich unten. Wenigstens zeitweise. Bis zum Meer geht es bestimmt noch mal über den Berg. Aber ich glaube, jetzt für heute bin ich unten. Ich bin auf 24 Meter und habe jetzt in 7 Kilometer Entfernung eine Unterkunft gebucht. Ich bin so froh, dass ich hier unten bin. Es war so kalt da oben. Und an dieser Bushaltestelle, an der ich da gestanden habe, da war ich so richtig verzweifelt. Ich hatte mir schon einen Pulli untergezogen und es war mir immer noch so kalt. Es hat furchtbar geschüttet und ich wusste nicht, wie ich diesen verdammten Berg runterkommen sollte. Ja, und auf einmal geht auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite, eine Tür auf und ein Mann kommt raus und winkt mich rüber und fragt, ob ich einen Kaffee haben will. Oh, ich war so glücklich. Und dann da über die Straße und habe das Fahrrad abgestellt und dann wurde ich da in die Stube reingeführt und dann saß da seine Mutter, später kam auch noch sein Vater und der Kamin war an und ich konnte mich an den Kamin setzen und dann hat er mich mit Brot und Käse und Wurst versorgt, aber ich wusste gar nicht, was mir geschah. Ich dachte, das wäre ein Märchen oder irgendwie ein Film oder ein Traum. Es war wirklich unglaublich und so schön. Ja, und die alte Mutter, die Rosetta, war schon 86 und der Vater 91. Und ja, die saßen da vorm Feuer und haben sich gewärmt. Und der Sohn, der Franco, hat mir erzählt, dass es schon eine Woche lang da oben in den Bergen regnet und dass es viel zu kalt wäre für die Jahreszeit und dass der Regen jetzt schon Probleme machen würde. Ja, der Franco sagte dann, ich könnte auch gut auf der Hauptstraße weiterfahren. Ich sollte jetzt noch ins Tal runter und dann auf der Hauptstraße weiterfahren. Aber ich hatte da ein bisschen Muffensausen vor, weil die Polizisten ja vorhin meine Adresse und was weiß ich alles aufgeschrieben hatten. Und jetzt bin ich auch gerade an der Ausfahrt vorbeigekommen. Da stand da ein dickes Schild, Fahrrad verboten. Also gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, als ich dann Wurst und Käse aufgegessen hatte, habe ich mir noch einen Kaffee gekocht, einen Mokka. Und dann war ich auch so weit aufgewärmt, dass ich weiterfahren konnte. Es hat dann immer noch geschüttet, aber es war alles nicht mehr so schlimm. Und ja, dann ging es runter bis zu dem nächsten großen Ort. Ich habe jetzt vergessen, wie er hieß, Valle de Luciana, glaube ich. Und ja, da habe ich dann gesehen, dass ich es nicht mehr bis zur nächsten großen Stadt schaffe, am Meer. Ich habe mir dann eine Unterkunft hier gebucht. Franco meinte eigentlich, ich sollte bis zum Meer fahren, weil da der Regen aufhören würde. Es wäre so ein Regenloch da oben. Ja, aber jetzt hat es auch hier schon aufgehört, glaube ich. Ist auf jeden Fall wunderschön hier. Es tut mir so leid, dass es so geregnet hat und ich nicht filmen konnte. Es waren so tolle Ausblicke da, aber es hätte überhaupt keinen Zweck gehabt. Erstens lag alles im Dunst und zweitens wären die Regentropfen nur so auf die Linse drauf geklatscht. Hier ist alles so grün und frisch, es sieht einfach toll aus. Ja, ich bin jetzt hoffentlich auch gleich da. Soll sowas Agrikult Tourismus sein, so immer das heißt. Aber in den Bewertungen stand, dass da auch ein Restaurant dabei wäre und das brauche ich dringend, weil gestern habe ich es wegen dem Regen nicht mehr geschafft, essen zu gehen und hatte auch nichts im Haus. Jetzt heute Morgen habe ich gut gefrühstückt. Es war ein Bed and Breakfast. Da konnte ich mich ordentlich satt essen. Das hat ja bis dann gehalten, bis ich mit Wurst und Käse versorgt wurde. Ja, das soll es sein. Ich hoffe, es ist jetzt auch jemand da. Wunderschöne Kirschblüten hier.
Auch schon der erste Hund. Wollen wir nur hoffen, dass es nicht oben auf dem Berg liegt. So, hier ist jetzt noch ein Schild gerade. Ein freundlicher Einheimischer gesagt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist schon mal gut. Ja, wunderschön hier. Ja, wie man gesehen hat, habe ich die Unterkunft gefunden. Es war auch jemand da. Wieder ein ganz einfaches Zimmer. Die Klimaanlage läuft und heizt es gerade aus. Das Tolle ist diese Terrasse hier mit dem wunderbaren Blick, von dem ich jetzt leider nicht viel habe, weil es kalt und nass ist. Aber ich bin so froh, dass ich hier angekommen bin und dass es da jetzt warm wird. Ja, das war ein Tag heute, meine Güte. Erst diese Berge, diese Straße, diese Berge, der Regen, die Carabinieri, die mich in die noch höheren Berge geschickt haben. Dann dieses wunderschöne Erlebnis mit den Leuten, die mich in ihr Wohnzimmer eingeladen haben zum Kamin. Also das war so rührend. Ja, dann dieser schreckliche Regen den Berg runter und jetzt bin ich hier gelandet. Ja, leider hat das Restaurant nicht auf, aber er will für mich Pizza bestellen. Das finde ich toll und sie auch so dann für mich abholen, falls sie sie nicht bringen. Und morgen geht es dann weiter Richtung Salerno und ich hoffe, dass es dann mal aufhört zu regnen, aber es sieht nicht so aus. Dieses Tief über Süditalien, das dreht sich und zieht nicht ab. Aber wir werden es sehen und du wirst es sehen, wenn du jetzt den Kanal abonnierst und auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!